Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist Montag, ich habe heute mal was anderes vor. Wir machen, wo liegen die besten Tendenzen für die Elemente. Ich schaffe es jetzt nicht, jedes Sternzeichen abzuchecken, aber wir machen Wasser, Erde, Feuer und Luft. Und dann schauen wir, was die Karten für die besten Tendenzen für diese Elemente mitbringen. Also Wasser, mit dem beginnen wir, ist Fische, Krebs und Skorpion. Erde ist Stier, Steinbock und Jungfrau. Dann haben wir Feuer, wieder Löwe und Schütze. Und zum Schluss haben wir noch die Luft. Das ist Zwillinge, Waage und Wassermann. Wasser, Erde, Feuer und Luft. Und dann fangen wir mal an. Ich lege es mal schöner beisammen. Wir haben die besten Wochentendenzen für das Element Wasser. Schon mal ziemlich gut. Hier ist der Bote der Fülle. Die 4 der Emotion. Es geht darum, dass gute Neuigkeiten auf dem Weg sind. Hier kann es im Bereich der Arbeit, der Karriere sein, einem neuen Job, irgendwas, was man noch lernen will. Man ist bereit, etwas Neues zu tun. Und hier ist sowohl Herausforderung als auch Erfüllung, ne? Hier ist es wichtig, dass man optimistisch und clever an die Dinge rangeht. Dann haben wir hier Menschen, die uns helfen wollen, Gelegenheiten, die kommen. Und es sieht so aus, als könnten wir diese verschlafen, ne? Und hier ist es einfach wichtig, dass wir vielleicht unseren Tagträumereien folgen und trotzdem aufmerksam sind. Und dass wir irgendwie Klarheit erlangen, solange man eben nicht nur träumt, sondern auch etwas in die Tat umsetzt. Und dann ist es hier vielleicht auch etwas, wo man ausmistet, ne? Wo man Zeichen kriegt, die wir auch hier verschlafen könnten. Dass man irgendwo eine neue Richtung einschlägt. Dass man irgendetwas weglässt, was nicht mehr sinnvoll ist oder das einem langweilig vorkommt. Und wir haben eben auch, dass man Veränderungen selbst umsetzen muss. Man kann sie ignorieren, man kann sie verschlafen, aber wenn sie kommen, dann darf man sie auch nutzen. Von den Lennys habt ihr hier oder wir hier uns, das Umfeld, die Häuslichkeit, ein stabiles Fundament. Vielleicht geht es um Dinge im häuslichen Bereich oder auch da, wo wir sagen, hier ist mein Fundament schon so eingesessen. Ich brauche etwas Neues und das ist hier die beste Wochenenergie. Dann kommen wir zur Erde. Ihr habt hier das Thema Arbeit, Neubeginne, kleinere Dinge im Arbeitsleben. Für alle, die nicht arbeiten, sind es eben Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Hier ist es vielleicht auch so, dass man ein Thema der Kindheit bearbeitet oder dass es um den Arbeitsbereich der Kinder geht. So, dann habt ihr hier das Ass der Emotion. Hier ist eine neue emotionale Erfahrung, die auf euch zukommt. Es kann jetzt jemand sein, der ein bisschen Schwung ins Leben bringt. Es kann auch in der Beziehungsebene sein. Hier ist intuitiv das, was eben zu tun ist, vorhanden. Und es geht irgendwie darum, auch Dinge neu zu beleben, ja? Denen ein neues Leben einzuhauchen. Hier ist die 4 des Denkens, hier ist Überanalysieren. Hier wird sehr viel nachgedacht. Hier ist Emotionalität und Intuition, hier ist das Pendant dazu.
Und hier ist man vielleicht auch ein bisschen zu viel beschäftigt oder überarbeitet. Man darf sich in der Woche neue Pausen einlegen, um neue Kraft zu gewinnen. Und es geht vielleicht auch sehr viel, sich zu klären, wo ist mein nächster Schritt. Denn hier ist irgendwie eine Entscheidung, die man möglicherweise vor sich herschiebt oder wo man sehr viel Gedankenchaos hat, wo Herz und Verstand auch gegeneinander arbeiten. Und hier darf man auch abgeben, um eine optimale Lösung zu finden. Aber wenn, ich sage das immer so und ich habe das bei mir auch schon so erlebt, wenn das Leben uns irgendwo hinschubst und wir wollen nicht, ja, dann erhöht das Schicksal die Schlagzahl und es kommt immer mehr zu diesen Momenten, wo du denkst, okay, ich kann es jetzt nicht mehr aussitzen. Hier ist auch eine Entscheidung, die überfällig ist, die vielleicht in dieser Woche zu einem stabilen Neubeginn führen könnte. Vielleicht auch, wie gesagt, die Arbeitskarte ist dabei in diesem Bereich. Dann haben wir das Element Feuer, wieder Schütze und Löwe. Ja, ihr steht auf dem Kopf. Ihr habt den spirituellen Lehrer und die Jubelfeier und ihr habt hier den Stern und die Wege. Also euch eröffnen sich tatsächlich neue Wege, die unter einem guten Stern stehen. Wenn ihr Entscheidungen oder Möglichkeiten habt, sind das hier auch die besten. Und es geht so ein bisschen auch darum, euch Weichen zu stellen, ne? Altlasten wegzulassen, Erfindergeist zu haben für irgendetwas. Und das tut ihr hier in dem Bereich, wo ihr versucht, etwas klar zu sehen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ihr habt hier viele Talente und es gibt hier noch mehr Möglichkeiten. Die zeigen sich euch hier in einer anderen Klarheit. Und es kann hier einfach sein, dass es so ein Stillstand ist, der euch kurz hilft, eure Pläne zu überdenken und eure Eigenartigkeit zu nutzen. Das kann jetzt hier sein, der spirituelle Lehrer ist auch der Eremit, ne? Der nutzt seine Zeit des Alleinseins bewusst und ja, fokussiert sich auf die Möglichkeiten, die er hat. Lässt sein Licht heller strahlen, ist vielleicht auch irgendwo Erleuchtung dabei. Möglicherweise geht es um die Suche, was mache ich, was erfüllt mich. Und am Ende habt ihr nochmal, hier ist wieder der Stern, ne? Eine Jubelfeier. Ihr könnt spüren, dass Schwierigkeiten sich auflösen, dass Licht am Ende des Tunnels ist, dass das Timing auch gut ist für langfristige Pläne, wo ihr eine erfüllte Zeit habt und eine erfüllte Zukunft. Und natürlich auch das Vertrauen mit dem Stern, auch ein bisschen Magie und Glück, dass Dinge sich wunderbar entwickeln können. Spannend. Dann nehmen wir noch Luft. Ihr habt das Ass der Fülle, ihr habt hier unten, wow, eine sehr gute Energie, eine Energie, die auch ein bisschen Schwierigkeit, karmische Prozesse, Herausforderung ablöst, eine gelernte Lektion, eine gute Energie, eine schwierige Situation zu drehen. Und tatsächlich habt ihr hier das Ass der Fülle, unerwartete Mittel, die ihr habt, die euch helfen können, eure Pläne umzusetzen. Das kann jetzt in Form von Geld sein oder tatsächlich von Materie. Auf jeden Fall kommt hier Unterstützung, damit ihr die Dinge in Angriff nehmen könnt. Eine gute Zeit für neue Projekte, berufliche Angelegenheiten. Dann haben wir hier die 2 der Emotionen. Hier geht es um das Beziehungsleben. Hier können Freundschaften sich entwickeln, eine neue Liebe entstehen, eine Beziehung, die schon besteht, kann sich intensivieren. Und hier ist auch irgendwo Hoffnung, ne? Man muss manchmal auch Herausforderungen bestehen, um sich wieder näher zu kommen. Und ihr habt hier meine geliebte Gärtnerenergie. Grüße an Uta, wenn sie mich noch hört. Hier ist man dabei, das, was man gesät hat, zu pflegen, ne? Seine Saat zu pflegen, in die harte Arbeit des Gärtnerns zu investieren.
damit sie üppige Ernte auch bringt. Und es ist eine gute Zeit für euch, um euch vorzubereiten, Pläne zu machen, auszuruhen. Denn wenn die Ernte dann kommt, dann seid ihr schwer beschäftigt, diese einzuholen. Wunderbar, ihr Lieben. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, dann mache ich es öfters. Und es ist ja auch im Prinzip Sternzeichen, nur eben nicht jedes einzelne. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ich drücke euch bis bald.